Jonas Bücherbus. Jonas ist 24 Jahre alt und liebt Bücher. Er arbeitet in einer kleinen Buchhandlung in der Stadt. Jeden Tag sieht er Menschen, die Bücher kaufen, lesen und darüber sprechen. Eines Tages besucht er das Dorf, in dem seine Großeltern wohnen. Dort bemerkt er etwas. Es gibt keinen Buchladen, keine Bibliothek, keine Bücher für Kinder. Jonas denkt, das ist schade. Kinder brauchen Bücher. Er hat eine Idee. Er kauft einen alten, gelben Minibus. Er repariert ihn mit seinem Freund Max. Sie streichen den Bus bunt an. Auf die Seite schreiben sie Bücherbus. Lesen für alle. Jonas füllt den Bus mit Büchern. Märchen, Abenteuer, Comics und Sachbücher. Dann fährt er in die kleinen Dörfer in der Umgebung. Am ersten Tag parkt er den Bus auf dem Dorfplatz. Jonas wartet, aber niemand kommt. Nur ein Hund schaut neugierig vorbei. Jonas ist traurig. Am zweiten Tag passiert wieder nichts. Der Motor macht Probleme. Der Bus bleibt fast stehen. Jonas denkt, vielleicht war das eine schlechte Idee. Am dritten Tag sitzt Jonas wieder im Bus und liest ein Buch. Da hört er eine leise Stimme. »Entschuldigung, hast du ein Buch für mich?« Es ist Emma, ein Mädchen aus dem Dorf. Sie ist 7 Jahre alt. Jonas lächelt. »Natürlich! Schau mal hier, ein Buch über Tiere!« Emma nimmt das Buch und setzt sich auf die Bank neben dem Bus. Sie liest. Eine Stunde später kommen noch 2 Kinder. Dann noch 3. Und am nächsten Tag sind es schon 10. Die Kinder fragen, »Wann kommst du wieder?« Jonas sagt, »Jeden Samstag um 15 Uhr.« Jetzt ist der Bücherbus ein fester Teil des Dorflebens. Die Kinder warten schon früh auf Jonas. Sie bringen sogar eigene Bilder und hängen sie an den Bus. Am Ende eines Tages sitzt Jonas im Bus, trinkt einen Kaffee und denkt, manchmal braucht es nur ein altes Auto voller Bücher, um ein kleines Wunder zu schaffen. Und genau das passiert an jedem Wochenende in jedem Dorf, das er besucht.